Sie sind die Mutter von Johannes? Ja. Ich bin deine Großmutter, Nico. Das wird Cecile wieder auf die Beine bringen. Was ist mit Cecile? Nichts Schlimmes, sie hatte nur einen kleinen Schwächeanfall. Er hat mit mir geschlafen. Nur um eine dämliche Wette zu gewinnen. Die Kleine lügt doch. Ihr habt doch... Du hast sie doch nicht... Naja, Doch, er hat die Kleine flachgelegt. Und die ist für dich. Fördert die Durchblutung im Gehirn. Das kann euch beiden nicht schaden. Übrigens, es ist das Letzte, so eine dämliche Wette abzuschließen. tja, ein hoher Preis, aber es hat sich gelohnt. Auf unseren erfolgreichen Shuttle-Service. Partner. Du, ich meine, Sie sind meine Großmutter? Bleib ruhig am Du. Also, erst gabeln Sie mich auf dieser Landstraße auf und dann... Erst gabelst du mich auf dieser Landstraße auf, dann die Ausstellung im Schneiders, die mir so gut gefällt. Das ist kein Zufall? Nennen wir es Schicksal. Ach, nein, wir haben wirklich einen ganz speziellen Draht zueinander. Vielleicht auch das. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist toll. Wusstest du schon die ganze Zeit, dass ich deine Enkelin bin? Nein. Erst als ich ein Bild von dir in der Presse gesehen habe. Und warum hast du dich nicht direkt geoutet? Weil ich hatte Angst. Vor mir. Ich bin doch nun wirklich nicht angsteinflößend. Ich hatte Angst vor deinen Fragen und du wirst viele haben. Ja klar, aber das ist doch normal, wenn man eine neue Oma bekommt. Komisch. Warum hat Johannes nie was von dir erzählt? Tja. Was willst du denn noch? Ich will wissen, warum du das getan hast. Du hattest noch was gut bei mir. Du hältst mich für den größten Idioten auf diesem Erdball und... Meinetwegen hast du beim Pokern verloren. Jedenfalls habe ich den Verdacht. Vielleicht solltest du mal deine Gehirnwindungen durchbluten lassen. Ich stand während der Partie hinter dir. Mit einem silbernen Tablett in der Hand. Ja und? Und was machen Silbertabletts manchmal? Keine Ahnung. Getränke in der Gegend rumschleppen oder so? Spiegeln. Zum Beispiel deine Karten. Bernd muss gesehen haben, dass er das bessere Blatt hat. Das ist nicht wahr. Doch, wahrscheinlich schon. Dieses Schwein. Du kannst es nicht beweisen. Bernd wird sich deshalb bestimmt nicht aus dem Shuttle-Service zurückziehen. Ja, ich hätte den Heli gar nicht erst setzen dürfen. Typisch Mann, würde ich sagen. Duell in der Sonne. Kann ich mich irgendwie bei dir revanchieren? Ja. Verschwinde einfach und lass mich in Ruhe. Aber... Die ganze Nummer hat mir genau eine Sache gezeigt. Dass ich Menschenkenntnis habe. Du bist und bleibst ein Mega-Macho. Du bist also einfach abgehauen und hast Johannes alleine gelassen. Als er 4 Jahre alt war. Und jetzt, nach 50 Jahren, fällt dir dein verlorener Sohn wieder ein? Mein Gott, was warst du nur für eine Mutter? Eine schlechte. Eine beschissene! Heute weiß ich, dass das falsch war, aber damals habe ich nur an mich gedacht. Ich wurde auch alleine gelassen und ich weiß, wie das ist. Und weißt du, was ich von solchen Menschen halte?
Gar nichts. Absolut gar nichts. Du bist für mich das allerletzte. Verstehst du das? Weißt du eigentlich, dass ich Kontrollfreaks hasse? Ja. Und weißt du eigentlich, dass ich es nicht besonders witzig finde, wenn ich von Bernd erfahren muss, dass meine schwangere Freundin zusammengeklappt ist? Du warst so gut drauf gestern, weil du nur noch eine Krücke zum Laufen brauchst. Ja, und dabei ist mir nicht mehr aufgefallen, wie schlecht es dir eigentlich geht. Das war doch völlig in Ordnung. Nein, das war es nicht. Und es wird auch nicht mehr vorkommen. Und du versprich mir bitte, dass du mir sowas nicht mehr verheimlichst. Unser Sohn sagt mir ganz genau, wann es genug ist. Na, dann hoffe ich, dass dir unser Sohn bald die Order gibt, nicht mehr hinterm Tresen zu arbeiten. Mir tut die Arbeit doch gut. Was sagt denn mein Blutdruck? 120/70. Siehst du? Bin wieder topfit. Morgen, Gregor. Morgen? Du bist witzig. Überhaupt nicht. Ich habe mich heute Morgen beim Aufwachen schrecklich einsam gefühlt. Ja, das Leben kann so hart sein. Das kann man wohl sagen. Finger weg. Na gut. Willst du gar nicht raten, was ich unter Die meinem... teuren Dessous, die du für dein Shooting gekauft hast, Ja, willst du die gar nicht sehen? ein andermal. Was denkt denn der, wer er ist? 2 Apfelsaft rein. Danke, danke. Hi. Hey, läufst du bald übers Wasser? Ja, wenn mein Physiotherapeut mir grünes Licht gibt. Komm, besonders glücklich macht das aber trotzdem nicht. Hm? Wusstest du, dass Cecilia gestern zusammengeklappt ist? Nein. Sie spielt natürlich runter, aber ich habe trotzdem Angst, dass sie sich überanstrengt. Vielleicht kann ich deine Liebste ja zur Vernunft bringen. Zieh dir besser einen Helm auf. Und ich starte mal mit Plan B. Warum hat sie so lange ein Geheimnis daraus gemacht? Weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie zu feige war, weil sie vor Johannes als Super-Oma dastehen wollte. Das erinnert mich alles irgendwie ein bisschen an Achim. Ja, das ist mir auch gleich hochgekommen. Ey, auf so verwandt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Dabei fand ich sie echt süß. Möchtest du dir das nicht nochmal überlegen? Nee, mit dieser Frau will ich nichts mehr zu tun haben. 2 verwandte Künstlerseelen. Sowas trifft man nicht jeden Tag. Also, wenn ich dieses Talent von ihr haben sollte, werde ich keine einzige Skulptur mehr anrühren. Hi, hier ist die nächste Moralpredigt im Anmarsch. Danke, kein Bedarf. Cecile, mach auf. Ihr nervt mich. Entschuldige, dass ich mir als Freundin nur mal Sorgen mache. Dann gründe doch mit Leonard eine Selbsthilfegruppe. Nutz doch einfach die Zeit zu zweit. Wenn der Kleine erstmal auf der Welt ist, dann kannst du das abhaken. Hm? Willst du einen Tee? Ja. Wieso fahrt ihr denn nicht nochmal in Urlaub? Weil ich Geschäftsführerin einer Kneipe bin. Das Personal einteilen muss. Du hast genug zuverlässige Leute, die das No Limits auch ein paar Tage ohne dich schmeißen. Endlich mal jemand, der nicht nur mit schlauen Sprüchen kommt. Tja. Weißt du, worauf ich mal wieder Lust hätte? Mit einem Hausboot über den Canal du Midi zu schippern. Das klingt romantisch. Ist es auch. Das habe ich früher oft mit Freunden gemacht. Ich rufe Pascal gleich mal an. Oh, ein Franzose? Ich dachte, du nimmst Leonard mit. Also ehrlich gesagt, ich finde sie eher ein bisschen humorlos. Ach komm schon, das war unterste Schublade. 2 Typen wetten darum, wer als erster die Frau ins Bett bekommt. Na und? Du wolltest doch die Hälfte von deinem Shuttle-Service wiederhaben. Hat doch ganz gut geklappt. Außerdem ist das genau das, was unsere Wirtschaft jetzt braucht. Tatkräftige Unternehmer mit einer Vision.
Mag sein, aber toll fühle ich mich dabei trotzdem nicht. Tja, dann hättest du vielleicht um eine Frau wetten sollen, auf die du nicht stehst. Was redest du da? Ach, jetzt komm schon. Wie lange kennen wir uns? Ich kenne doch diesen Dackelblick. Schwachsinn. Bitte. Wir waren 15 und sie hieß Britta. Und genauso wie jetzt hast du damals auch abgestritten, dass du auf sie stehst. Aber ich stehe nicht auf Max. Sie ist ganz nett. Manchmal. Ja, klar, so rein kumpelmäßig, stimmt's? Ja, wenn du so willst. Ja. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem blonden Problem in deiner WG? Vanessa? Das ist mal ganz unverbindlich. Na gut, nehmen wir mal an, die kleine Vanessa ist dein Bettwärmer. Was ist denn eigentlich dieser Max für dich? Eine Bekannte. Und nicht mal eine gute. Hi, Jana. Vanessa. Findest du nicht auch, dass wir es uns oft unnötig schwer machen? Im Moment macht's mir nur das Arbeitsamt schwer. Hm? Laut Eignungstest sollte ich Busfahrerin werden. Oh, warum lässt du dich nicht von mir beraten? Als Party-Queen eigne ich mich bestimmt nicht. Du warst wirklich bei der Berufsberatung? Ja. Ich möchte eine Ausbildung machen. Irgendwas mit Tourismus. Vielleicht Stewardess? Toll. Dann hast du die ganze Zeit mit solchen Typen wie Gregor zu tun. Piloten. Eine ganz ätzende Spezies. Sag mal, seid ihr zusammen? Die übliche Nummer. Da steppt der Kerl mich ab und dann redet er kein Wort mehr mit mir. Schieß ihn ab. So wie ich dich kenne, hast du bestimmt 5 Typen auf der Ersatzbank sitzen. Das ist ein völlig falschen Eindruck von mir. So bin ich überhaupt nicht drauf. Ach, und Felix sieht das auch so? Felix, das war doch was ganz anderes. In Felix war ich nicht verliebt. So wie in Gregor. Ich bin nicht in Gregor verliebt. Gregor behandelt dich nicht wie eine Prinzessin und du schießt sie nicht ab. Wie nennt man das sonst? Ah oui, merci. À bientôt, Pascal. Bisous. Hey, bist du immer noch sauer? Schon wieder. Ich wollte uns gerade ein Hausboot mieten, aber Pascal ist bis Saisonende ausgebucht. Ja, der sagenumwogene Pascal. Ich hätte ihn gern mal kennengelernt nach all deinen Erzählungen. Ich war 10 Minuten zu spät, da hat er das letzte Boot vermietet. Wie wär's ersatzweise mit den Kanaren? Ich könnte ja mal nach einem Flug für uns gucken. Nee, ich weiß nicht. Ja, stimmt ja. Du würdest ja sowieso viel lieber arbeiten. Dann haken wir den Urlaub also ab. Hä? Du bist doch derjenige, der mich am liebsten in Kur schicken würde. Ja, darf man sich als Mann denn nicht auch mal widersprechen? Witzig finde ich das nicht. Ich auch nicht. Es ist mir absolut ernst. Warum grinst du dann so doof? Weil du so wahnsinnig süß aussiehst, wenn du sauer bist. Blöd, Mann. Ja, bitte? Hast du einen Moment? Ja, natürlich. Was ist los? Ist Mimi Baxter wirklich deine Mutter? Ja. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Um ihr die Aufmerksamkeit zu geben, die sie sich wünscht? Nein. Diese Frau hat sich 50 Jahre lang nicht dafür interessiert, wie es mir geht. 50 Jahre, Nico. Warum soll ich sie plötzlich mit offenen Armen empfangen? Und jetzt versucht sie sich auch noch über euch an mich heranzuspielen. Das zeigt doch mehr als deutlich ihre Charakterlosigkeit. Ich hoffe, du hast Verständnis. Ja. Ich weiß noch genau, wie schlimm es war, als Achim uns alleine gelassen hat und ich ins Heim musste. Dieser Schock wäre dir erspart geblieben, wenn ich gewusst hätte, dass ich dein Vater bin. Ich weiß.
Verwandte können manchmal ganz schön ätzend sein. Aber egal, wer noch so alles auftaucht, ich werde immer zu dir halten. Das ist jetzt hin. Tut mir leid. Ich hätte es mir denken können. Hey, Selbstauslöser? Nico. Weiß sie Bescheid? Ja. Ja und? Ja. Was wohl? Sie hat mir Vorwürfe gemacht. Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Sie. Ach, das Übliche. Das hilft mir auch nicht. Meinst du nicht, dass sie vielleicht im ersten Moment einfach nur so reagiert hat? Sie hat vieles von ihrem Vater, besonders die Entschlossenheit. Weder Johannes noch seine Kinder wollen etwas mit mir zu tun haben. Meine Tochter lädt mich zum Frühstück ein. Das kann doch nur bedeuten, dass sie Geld braucht. Die besten Geschäfte macht man beim Essen. Ja, aber nicht bei so einem. Daddy, du wolltest doch in mein Party-Event investieren. Das geht im Moment leider nicht. Du hast doch die Abfindung von Carla und Gregor Shuttle Service. Wo ist das Problem? Das Problem, das ist dein lieber Freund Gregor. Sag nicht, es geht immer noch um diese dämliche Wette. Engelchen, ich wollte doch da gar nicht mitmachen, aber dieser Mistkerl hat mich quasi dazu gezwungen. Warum hast du dich nicht schon längst ins Zeug gelegt und Max klargemacht? Aber bitte, das konnte ich und wollte ich doch gar nicht, weil die Sache mir viel zu widerwärtig war. Du hast die Wette verloren. Ja, Gregor ist jetzt Teilhaber von Weinbach, er. Und dafür hat er tatsächlich diese hergelaufene Köchin flachgelegt? I don't know what it is, but you gotta do it. I don't know where to go, but you gotta be there. I don't know where to fall, but I know that it's comfortable where. I don't know where it is, putting all of my time in learning to care. Gefällt er dir? Ja, Dann behalte ihn. Vielleicht bringt er dir ebenso viel Glück wie mir. Made me lose my perfunctory view of all that is around and of all that I do. Dann fehlt uns jetzt nur noch die Abendschicht für Freitag. ja, und da ist immer am meisten los. Tragt mich ein. Wir schmeißen den Laden schon. Super, dann haben wir jetzt alle Schichten für nächste Woche. Ja. Und Charlie dürfte nichts dagegen haben, dass ich hier nochmal arbeite. Klasse. Cecile, du sollst doch nicht mehr so schwer tragen. Und du sollst dich nicht in meinen Job einmischen? Oder hast du dich jetzt hier zum Geschäftsführer ernannt? Nein. Warum sprichst du dann die Schichten ab? Cecile, jetzt bleib mal ganz locker, okay? Das kann ich aber nicht, wenn du mich immer bevormundest. Pass auf, ich erkläre dir das alles ganz in Ruhe oben, aber nicht hier vor dem Personal. Lass dir was Gutes einfallen. Hey Gregor, was hältst du davon, wenn wir zwei Ich heute habe mal... keine Zeit, tut mir leid. Hast du eine Kundin? Mhm. Du bist zurzeit ziemlich gefragt. Ja. Es geht auf die Weihnachtszeit so, weißt du? Das sind wir Frauen besonders melancholisch und liebebedürftig. Kann sein. Du, ich mach mich los, hm?
So. Was ist das denn? Ich dachte, du sprichst Französisch. Könntest du dich ein bisschen klarer ausdrücken? Es ist eine kleine Liebeserklärung meinerseits und ich soll dir schöne Grüße von Pascal bestellen. Er hat uns sein schönstes Hausboot reserviert. Ich habe doch mit ihm telefoniert. Er ist komplett ausgebucht. Ja, das weiß ich. Ich habe nämlich auch mit ihm telefoniert. Aber 10 Minuten vor dir. Dann hast du mir das letzte Vor der Nase weggeschnappt, genau. Okay. Wann geht's los? Es reicht, wenn du morgen früh fertig bist. Wir müssen vorher nämlich noch eine kleine Bedingung aushandeln. Alles, was du willst. Ich fange nach dem Urlaub wieder an zu arbeiten und da würde ich mir wünschen, dass du dich nicht mehr hinter den Tresen stellst. Weil ich stecken bleibe. Ja, zum Beispiel. Aber ich werde nicht hier sitzen und warten, dass du nach Hause kommst. Lass uns das nach dem Urlaub besprechen, okay? Okay. Nico, was machst du denn hier? Ich bringe dir den Belichtungsmesser zurück. Aber den habe ich dir doch geschenkt. Ich will ihn aber nicht mehr. Du kannst nicht akzeptieren, dass ich dir nicht sofort gesagt habe, wer ich bin. Das war bestimmt nicht das Schlimmste. Aber weißt du, was wirklich unverzeihlich ist? Dass es dir gar nicht um mich ging. Nein, das ist nicht wahr, Nico. Doch, weil mein Vater dich nicht sehen wollte, hast du es über mich versucht. Mit tollem Gerede, mit Geschenken, mit Lügen. Wenn ich bei dir diesen Eindruck erweckt habe, dann möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Weißt du, wir vergessen unsere Begegnung einfach. Wirst du deinen Geschwistern davon erzählen? Um dich wieder zum Gesprächsthema zu machen, ganz bestimmt nicht. Außerdem würden sie meine Meinung teilen. Du hast keinen Platz in unserer Familie. Musst du gleich los? Ja, ich habe eine Kundin. Du meinst nicht zufällig eine Köchin? Fang nicht schon wieder damit an, hm? Ich meine ja nur, vielleicht könnte ich es sogar verstehen. Da gibt's nichts zu verstehen. Also kann ich heute nicht mehr mit dir rechnen? Nein. Es ist aber wichtig. Vanessa, manchmal gibt es Dinge, die sind noch wichtiger als du. Das wirst du mir büßen. To